Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Wir machen diesmal was ganz Geiles. Und zwar, wir wollen ein neuronales Netz bauen. Ihr seht, ich habe hier schon mal zwei Klassen erstellt. Einmal ein Neuron, das ist sozusagen die Grundeinheit eines neuronalen Netzes. Und einmal hier das Netz selber. Was hier drin steht, erkläre ich euch sofort. Und zwar, jedes Neuron hat quasi eine Gewichtsfunktion und einen Schwellwert. Und es gibt nur die Möglichkeit, dass es feuert oder eben nicht feuert. Also feuern bedeutet, ich krieg was zurück oder ich krieg nichts zurück. Und wenn man die dann alle miteinander verbindet, dann kann man richtig coole Sachen machen. Also hier muss natürlich nicht unbedingt ein Integer rauskommen. Je nachdem, wie ihr es braucht, könnt ihr das auch mal mit einem Boolean machen. Und gebraucht werden die neuronalen Netze eben zum Lernen von irgendwelchen Sachen, also zum Beispiel zum Klassifizieren ähm, von irgendwelchen Sachen halt. Und ja, also diese Gewichtsfunktion, die braucht man eben, um zu berechnen, ob man jetzt feuert oder nicht. Und genauso den Schwellwert, weil wenn der Schwellwert wenn der Wert, der dabei rauskommt, durch die Gewichte und durch die Eingabe zu niedrig ist, dann feuert das Neuron nicht. Und hier ist einfach der Konstruktor, hier setze ich eine Arrayliste, nämlich eine Arrayliste aus Neuronen, ähm, an die ich senden möchte. Jetzt, was soll das bedeuten? Und zwar, jedes Neuron gehört zu verschiedenen Schichten. Also wir haben normalerweise drei Schichten von Neuronen. Es gibt aber auch sogenannte tiefe neuronale Netze. Die haben dann natürlich mehrere Schichten. Aber im Prinzip kann man sie aufteilen in Input Units, Hidden Units und Output Units. Also Units sind die Neuronen. Die Eingabeneuronen, die kriegen ihren Input von uns und die Ausgabeneuronen geben ihren Output an uns. Und ansonsten sind die nur untereinander verknüpft. Also wir haben Eingabeneuronen, die kriegen von uns die Eingabe und geben das, was sie berechnet haben, dann an die nächste Schicht, nämlich diese Hidden bzw. die versteckten Units weiter. Und diese versteckten Units berechnen dann wieder unter sich ihre Schwellwertfunktion und gucken, ob da was rauskommt. Und die geben das dann weiter an die Schicht der Output Units und die berechnen dann wiederum was und die geben es dann schlussendlich an uns und sagen uns, okay, das und das kam dabei raus. So, das habe ich jetzt hier genauso mit dem Netz modelliert. Wir haben drei Schichten, Input, Hidden und Output. Und jede Schicht kriegt quasi hier die nächste Schicht zugewiesen, außer die Output-Schicht, die kriegt Null, weil wir uns schlecht als Neuron zuweisen können. Und ja, jetzt möchte ich mit euch gerade mal die Fire-Methode hier implementieren, also da, wo wir mit einem Input ausrechnen, ob das Neuron feuert oder nicht. Ja, mit dem Gewichtsvektor natürlich. So, dazu als allererstes mal einen Return-Wert ja, setzen. Ich kann irgendwie diesen Fehler nicht leiden, deswegen, ja, wobei eigentlich brauchen wir den Wert nicht mal Return zu nennen, sondern nennen wir ihn Sum. Ist vielleicht eher angebracht. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch ja, die Länge, weil wenn wir einen Input-Vektor kriegen, der kann ja auch vom Benutzer sein, der muss nicht unbedingt so lang sein wie unser Gewichtsvektor, da kann mal was schief gehen. Und um das eben abzufangen, wollen wir hier die kleinste der Längen nehmen, was nicht definiert ist, ist einfach null. Das heißt, es wird uns nachher nicht kümmern, ihr werdet auch sehen, warum. Gewicht.length. So, jetzt haben wir quasi die minimale Länge und jetzt können wir hier drüber iterieren. Genauso. Und hier tun wir dann einfach zur Summe noch was hinzuaddieren, plus gleich Gewicht an der Stelle i. So, und jetzt kommt es, warum uns das nicht interessiert, wenn wir irgendwas nicht definiert haben. Wir multiplizieren ja das Ganze. Das heißt, wenn wir einfach irgendwas nicht angeben, wird es als null angenommen. Das heißt, die Summe wäre auch einfach gleich null. Das heißt, für unsere Summe ist das nicht wirklich relevant. Wir wollen ja am Ende bloß gucken, ob die Summe größer ist als der Schwellwert, den wir hier haben. Das machen wir jetzt. Also ist die Summe größer gleich dem Schwellwert, beziehungsweise ist der Schwellwert kleiner gleich der Summe, es kommt ja auf selbe raus, dann feuern wir. Und ansonsten feuern wir nicht. So,
Und das war's dazu auch schon. Das ist quasi die ganze Magie, die in diesem Neuron drin steckt. Die ganze Mathe-Rechnerei, das ist wirklich alles eigentlich. Der Rest ist nur noch Gehirnschmalz, um das Netz aufzubauen. Und natürlich, um diese Sachen zu berechnen. Weil wir haben ja immer noch keine Gewichte und wir haben noch keinen Schwerwert. Wir haben auch keine Ahnung, wie das sein soll. Also, machen wir weiter. Wir haben jetzt überall das Zeug zugewiesen und wir geben das jetzt direkt hier weiter. Wenn wir jetzt so ein Neuron, wenn wir jetzt hier sowas kriegen als Input-Vektor sozusagen, also Public, ja, wir wollen wieder ein Int zurückhaben, beziehungsweise vielleicht sogar ein Int-Array. Ja, lasst uns das Ganze gleich allgemein modellieren als Int-Array, weil wir können ja mehrere Output-Vektoren hier haben. Nicht Vektoren, Output-Neuronen haben. Und jeder davon hat natürlich auch eine Ausgabe. So, gut. Dann haben wir Public int. Wie nennen wir das Ganze? Nennen wir es einfach mal Compute. Und wir haben hier einen Input-Vektor. Mit dem wir quasi rechnen wollen. Also der hier sozusagen. So, und den übergeben wir jetzt an die erste Schicht an Neuronen. Und dabei kriegt natürlich jedes Neuron, das wir hier berechnen, also wir müssen natürlich auch noch gesagt bekommen, wie viele Neuronen wir haben. Das haben wir hier, wo wir unser Netz aufbauen, mit der Anzahl an Hidden, Input und Output Neuronen. Und durch diese Methode hier können wir jetzt einfach jedem Neuron hier drin, jedem Input-Neuron hier drin ja, diesen Vektor übergeben mit der Fire-Methode. Hier testen, was rauskommt. Also ich mache das gerade mal. Int Array Input. Achso, ja, Input darf ich es nicht nennen. Input Result ist gleich. So, und dann kriegen wir hier schon das erste Problem, weil wir nicht wissen, wie viele wir haben. Ah, doch, das können wir ja abfragen. Input.Length ist es. Ah, ich habe mich gerade gewundert, das kann doch nicht sein. This.Input muss es heißen, natürlich. Und jetzt können wir hier nämlich über Size zugreifen. Die haben sich ja extra unterschiedlich genannt. So, vielleicht sollte ich das hier so nennen. Ja, natürlich ist das kein Int-Array. Aber das soll die Größe unseres Int-Arrays darstellen. Ups, ah doch, das war die richtige. So. Und jetzt haben wir sozusagen da, wo die Inputs rauskommen sollen. Jetzt brauchen wir noch einen, wo die Hiddens rauskommen sollen. Also ihr seht vielleicht, ich mache das nicht direkt als Netz, sondern nur so ein bisschen als Netz. Das kann man auch direkt miteinander verknüpfen, aber dann wird es wirklich kompliziert, wenn man die, ja, das wird dann halt auch so eine Sache mit dem Zwischenspeichern und so. Ich dachte mir, so ist vielleicht einfacher zu handhaben. So, Input Result, dann haben wir hier Hidden Result und hier haben wir, lass mich überlegen, Output Result. Ups. Output Result. So. Und am Ende wollen wir natürlich den Output-Vektor hier rausgeben. Aber zunächst mal müssen wir den Input Result berechnen. So. Und wie geht das jetzt? Find i gleich 0. Wir iterieren einfach drüber. I kleiner ja, this.input .size. Wir iterieren über unsere ganzen Neuronen in unserem Input-Vektor, also der, wo die Eingaben von uns verarbeiten soll, und speichern uns den Wert hier in unserem Input Result ab, zwar an der Stelle i. Und das ist jetzt dann this.input. Nein. Achso, ja. Get, wir müssen ja auch noch uns das einzelne Neuron holen, weil wir ja immer nur ein Neuron auf einmal bedienen können hier.
Wir können das Ganze natürlich auch noch parallelisieren. Also das hier ist wirklich absolut perfekt zum Parallelisieren. Es ist nur nicht unbedingt immer lohnenswert, weil die Methode hier ist relativ schnell durchgerechnet. Außer ihr habt wirklich viele Gewichte und einen riesigen Eingabevektor, dann lohnt es sich tatsächlich. Könnt ihr mal ausprobieren, ob das schneller wird oder nicht. Ähm, Fire Input. So. Müsste stimmen. Was macht das? Achso, ja, Input Vektor natürlich. Ich war gerade verwirrt. So, ähm, ja gut, dadurch, dass wir hier halt einen Integer zurückkriegen, müssen wir nur hier einmal ein Double nehmen, aber Doubles können ja auch gleich gut Integer sein. Lässt sich ja relativ leicht casten. So, und jetzt berechnen wir quasi für die nächste Schicht alles, indem wir, also das ist jetzt quasi unser neuer Eingabevektor, der wird jetzt wiederum verarbeitet von unserer versteckten Schicht, also von der Schicht, von der niemand außer uns was weiß. Und deswegen nehmen wir hier auch die Hidden und da oben die Hidden Size. Und das müssen natürlich auch nicht immer alle sein. Also hier kann mal passieren, dass fast keine Neuronen in der Output ist es häufiger. Die Hidden ist meistens relativ groß. Die Input ist nicht ganz so groß, aber die Output ist meistens die kleinste. Aber die Hidden ist meistens echt riesig. Vor allem können wir auch mehrere Layer an Hidden haben, deswegen ja. Hier kommt natürlich nicht der Input-Vektor rein, sondern der Input-Result. Und ja, jetzt müssen wir uns halt diese... ja gut, jetzt müssen wir das Ding halt casten. Schade. Ich dachte, das funktioniert so. Okay. Dann machen wir das, was wir eigentlich als gute Informatiker nicht machen wollen. Wir copy-pasten das jetzt einfach mal hier. Und das hier nimmt einen Integer. So. Funktioniert doch ganz toll. Niemand hat was gesehen, niemand hat was gemerkt. Gut, machen wir das für die letzte Schicht auch noch. Das, was wir hier übrigens machen, nennt sich dynamisches Programmieren. Wir speichern uns die Zwischenergebnisse und rechnen mit denen weiter. Das ist deutlich effizienter, wie wenn wir das jedes Mal von neuem berechnen. Also wenn jetzt jedes Hidden Neuron erstmal die Input Results ausrechnen muss und so weiter und so fort. Das wäre ja blöd. So, und hier kommen wir natürlich zu Output dann. Und ja, packen hier das Output rein und hier packen wir nicht Input Result rein, sondern Hidden Result. Und geben Output Result zurück. So. Und jetzt haben wir quasi jedem Neuron der Hidden Schicht alle Ergebnisse der Neuronen der Result-Schicht hier gegeben, der Input-Schicht gegeben. Jedem Neuron der Output-Schicht haben wir alle Ergebnisse, wohlgemerkt immer, der Hidden-Schicht gegeben, also der versteckten Schicht gegeben. So, und ja, das ist jetzt ziemlich cool, aber was haben wir damit erreicht? Naja, wir können jetzt zum Beispiel irgendwelche Gewichtsvektoren hier definieren und dadurch irgendwas Cooles berechnen lassen. Was aber noch viel cooler ist, wir können das ganze Ding automatisch trainieren lassen und das möchte ich euch im nächsten Video zeigen. Also ja, schaltet nächstes Mal wieder ein und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.